Eigentlich wollte ich halt heute ja mal gar kein Video hochladen. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du ein echtes Phänomen der deutschen Sprache, die Modalpartikeln. Das sind diese kleinen Wörtchen wie halt, ja, doch, eben, bloß und so weiter, die wir vor allem beim Sprechen benutzen. Bestimmt hast du sie schon total oft gehört und dich dann gefragt, was heißt dieses Wort? Und das ist auch das Problem an den Modalpartikeln. Sie haben meistens keine wörtliche Bedeutung oder Übersetzung in einer anderen Sprache. Und das macht sie so kompliziert. Außerdem haben sie oft mehrere Bedeutungen, je nach Kontext. Um gleich mal eins davon zu benutzen, warum gibt es dann Modalpartikeln? Das ist halt so. Halt ist eine der am meisten benutzten Modalpartikeln und manche Leute benutzen sie wirklich in jedem Satz. Keine Sorge, heute bekommst du genug Beispiele für die wichtigsten Modalpartikeln, damit du sie nicht nur verstehst, sondern in Zukunft auch benutzen und damit viel deutscher klingen kannst. Ich mache aus diesem Thema 2 Videos, damit es nicht zu viel auf einmal ist und dein Kopf explodiert. Das heutige Thema ist übrigens ein Teil meines brandneuen Vokabelkurses, für den du dich bald anmelden kannst. Wenn du mehr darüber wissen willst, klicke auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Du lernst nun anhand von mehreren Beispielen aus Alltagssituationen die erste Hälfte der Partikeln, die wir wirklich täglich beim Sprechen benutzen. Manche davon mehr, andere weniger. Das kommt oft auf den Sprecher an. Die Wörter sind alphabetisch geordnet, das heißt, wir beginnen mit dem Buchstaben A. Du kannst mich erst in 5 Stunden abholen, das ist aber spät. Oh, das ist aber ein süßer Hund. Diese Tasche ist aber teuer, 300 €, wow. Ist das dein Sohn Luca? Der ist aber groß geworden, Mensch. Aber wird hier nicht benutzt, um einen Kontrast zu zeigen, so wie du das normalerweise kennst. In diesem Fall bedeutet aber so viel wie sehr oder wirklich. Bloß. Was? Du willst betrunken Auto fahren? Mach das bloß nicht. Mach dir bloß kein Tattoo, du bist erst 13. Willst du noch ein zweites Baby? Bloß nicht, eins ist genug. Während bloß auch die Bedeutung von nur hat, benutzt man es in diesem Kontext im Imperativ, also für Aufforderungen, die man damit stärker machen kann. Denn, Mama, was ist denn? Sei still. Hey, wer bist du denn? Keiner sagt mir, dass ich still sein soll. Können Sie mir helfen, den Weg zu finden, bitte? Ja, natürlich. Wohin wollen Sie denn? Dein Kleid ist sehr schön. Woher ist das denn? Erkennst du einen Unterschied zwischen den ersten beiden und den letzten beiden Beispielen? Die ersten waren eher negativ, sogar fast aggressiv. Man kann hier mit denn zeigen, dass man genervt vom Gegenüber ist. Die anderen beiden Beispiele sind positiv. Man kann mit denn also auch ein spezielles Interesse an einer Sache oder Person ausdrücken. Doch, früher haben mir meine Eltern nie Spielsachen geschenkt. Das ist doch nicht wahr. Du hast viele Spielsachen bekommen. Hallo, ich bin Julia. Wir kennen uns doch schon längst? Vielleicht merkst du selbst, dass die Gesprächspartner überrascht über die Aussagen sind. Mit doch kannst du also jemanden daran erinnern, dass etwas schon bekannt ist. Es gibt aber noch ein paar andere Möglichkeiten. Boah, fahr doch schneller da vorne, ich hab's eilig. Hör doch endlich auf, den ganzen Tag an deinem Handy zu sitzen. Doch drückt also auch einen Vorwurf aus.
Hier noch eine dritte und positive Weise, um Bitten und Aufforderungen freundlicher zu machen. Du hast einen Kuchen aus Sand gebacken. Lecker! Sollen wir nicht doch in die Bäckerei gehen und noch einen zweiten Kuchen holen? Und zuletzt kann man jemanden bestätigen, zum Beispiel in seinen Fähigkeiten. Mein Deutsch ist leider ganz schlecht. Nein, dein Deutsch ist doch schon super. Du hast so große Fortschritte gemacht. Kannst du mir bitte diese Matheaufgabe erklären? Du bist doch so gut in Mathe. Du siehst, diese Modalpartikel hat einen Haufen Bedeutungen. Man braucht auf jeden Fall viele Beispiele, um alle Verwendungsweisen zu verstehen. Kommen wir mal zu einem meiner Lieblingswörter. Und damit bin ich nicht allein, denn das wird so oft benutzt. Halt! Nein, es heißt hier nicht Stopp, sondern etwas anderes. Schau mal. Warum ist die deutsche Sprache so kompliziert? Das ist halt so. Das ist eben so. Lisa, musst du jedes Wochenende Party machen? Ach Opa, ich gehe halt gerne feiern. Ich gehe eben gerne feiern. Hier eine andere Verwendungsweise. Mama, Tina will nicht, dass ich mit ins Kino gehe. Boah, dann komm halt mit, aber hör auf zu nerven. Was hörst du aus diesen Sätzen heraus? Von den ersten beiden kann man sagen, dass die Dinge allgemein gültig sind, also dass sie so sind, wie sie sind und man das akzeptieren muss. Im letzten Beispiel drückt Tina Gleichgültigkeit aus. Es ist ihr am Schluss also egal, sie will einfach nur ihre Ruhe. Übrigens, eben kann auch eine temporale Bedeutung haben, im Sinne von gerade eben, vor ganz kurzer Zeit. Wo ist denn schon wieder mein Handy? Ich hatte es doch eben noch in der Hand. Eben bedeutet auch, dass etwas gerade ist, zum Beispiel der Boden unter unseren Füßen. Kommen wir nun zu einem ganz kurzen Wort, das auch ein Synonym hat, nämlich Hier ein paar Beispiele. Mal schauen, ob du auf die Bedeutung kommst. Hast du Michael auch zur Party heute Abend eingeladen? Ja, aber der kommt eh nicht. Der kommt sowieso nicht. Ich habe gerade eine Matheprüfung geschrieben. Und, wie lief's? Ich bestehe eh nicht. Ich bestehe sowieso nicht. Anita hat sich von ihrem Freund getrennt. Der war eh ein Idiot. Der war sowieso ein Idiot. Was hörst du aus diesen Beispielen heraus? Zeigt an, dass man vorher schon weiß, wie eine Situation sein wird. Oft handelt es sich um eine negative Aussage. Es kann aber auch neutral sein. Tut mir leid, es gibt keine Pizza mehr. Ihr habt alles gegessen. Nicht schlimm, ich habe eh keinen Hunger mehr. Und zum Abschluss des ersten Teils der Modalpartikeln kommen wir zu dem schönen Wörtchen eigentlich. Achte auf die Beispiele. Wie alt bist du eigentlich? 37. Und du? Weißt du eigentlich, ob Tim eine Freundin hat? Hier geht es um Fragen, die ein bisschen weniger direkt klingen, wenn man eigentlich benutzt. Man kann mit ihnen auch das Thema wechseln. Boah, ich bin so sauer auf meinen Chef, diese Hast du eigentlich schon den neuen Tom Cruise-Film gesehen? Anderes Beispiel. Kannst du mir am Wochenende beim Umzug helfen? Ich habe eigentlich keine Zeit, aber ein paar Stunden kann ich bestimmt mithelfen. Peter, warum bist du noch zu Hause? Du hast doch eigentlich Schule. Unsere Lehrerin ist krank? In den letzten beiden Beispielen ist die Situation in der Realität anders, aber es gibt eine Ausnahme in diesem Fall. Das ist jetzt sicherlich erst einmal viel zu verdauen, aber keine Sorge, mit etwas Übung und Wiederholung wirst du diese Modalpartikeln bald nicht nur verstehen, sondern auch selbst anwenden können. Schalte auf jeden Fall zum nächsten Teil ein, denn es fehlen noch 8 Modalpartikeln. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.